Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir eine Rulebreaker Spielerauswahl von David Alaba. Ihr könnt euch zwischen zwei verschiedenen Karten mit unterschiedlichen Werten entscheiden und wir schauen uns gleich die Karte an. Meine persönliche Meinung bekommt ihr natürlich auch und ich zeige euch natürlich auch eine günstige Lösungsmethode. Insgesamt müssen wir dafür ca. 290 bis 300.000 Coins bezahlen. Das ist natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Also nicht ganz günstig, David Alaba, aber vielleicht ist ja jemand Fan von ihm. Ich denke mal, die Österreicher, die hätten schon ganz gerne so ein Alaba im Team oder ja, Realanhänger oder ist ja ein Ex-Bayern-Spieler, langjährig, von daher ist das natürlich auch verständlich, wenn da einige von euch vielleicht auch noch als Bayern-Fan den David Alaba im Verein haben möchten. Wir können uns ihn nicht so anschauen, deswegen müssen wir das über den Dream Squad machen und dann suchen wir den einmal und dann können wir uns mal die beiden Versionen anschauen. Ich finde das Bild eigentlich schon mal ganz cool von beiden. Vielleicht habt ihr einen Favoriten, so vom Bild her, muss ich schon sagen, der linke ist... Ich finde beide gut, aber der linke, der strahlt ein bisschen mehr Kampffreudigkeit aus und beide 88 bewertet. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein, schauen uns das Spektakel hier an und wenn wir die beiden vergleichen, die sind same. Ja, also nicht von den Face-Stats, da sind sie unterschiedlich, da können wir auch schon mal drauf ein bisschen eingehen. Also hier haben wir den, mit ein bisschen mehr Physis, aber dafür weniger Dev. Und das entspricht genau 4 mehr Dev. Und bei dem anderen sind es dann 6 Physis, oder jetzt hier sind es 6 Physis weniger, beziehungsweise bei einem anderen 6 mehr und 4 Dev weniger. Das ist tatsächlich ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, welcher Laufstil er hat. David Alaba in dieser Version kann mit einem Anchor, kann mit einem Architekt und Marksman, wenn man das so möchte, kann er den lengthy Laufstil haben und das macht ihn für mich ein bisschen interessanter als diese Version. Die Version hier, da geht das nur mit einem Architekt, dass er den Laufstil lengthy bekommt. Also für mich ganz klar im Vorteil ist diese Variante. Hier hat man nochmal ein bisschen mehr Tempo durch den Anchor und pusht somit auch nochmal die Verteidigung und auch die Physis und das macht für mich einfach eine bessere Karte. Pluspunkt ist auch hier das bessere dynamische Bild, aber das ist ja eine Geschmackssache. Okay, Arbeitsraten Mittel. Was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, ist, dass EA ja angekündigt hat, auch vielleicht auch mal mit einer alternativen Position zu arbeiten und ja, was wäre denn gewesen, wenn diese Karte vielleicht noch ein ZDM oder ein ZM bekommen hätte, wäre nochmal deutlich besser gewesen, auch vielleicht für die Außen. Das finde ich schade, dass man das hier nicht verwendet hat. Also das ist noch meine persönliche Meinung und vielleicht noch dazu eine weitere persönliche Meinung. Wir können ja mal unseren Favoriten hier auswählen, haben wir den Alaba drin. Ja, es gibt ja momentan noch Piqué. Ja, das ist auch momentan als Rulebreaker drinne in den Packs und er wird sicherlich nochmal ein bisschen preisgünstiger, je länger das Event geht. Desto niedriger wird der Preis. Grundsätzlich nicht immer, aber im Laufe der Woche, die sind ja erst seit gestern draußen, Piqué kostet euch 260.000 Coins. Im Vergleich zu David Alaba. Ihr könnt diese Karte dann halt auch wieder verkaufen, wenn sie euch nicht gefällt. Und ich denke, der wird so auf 230 locker noch droppen. Wir haben außerdem noch, wenn es denn La Liga sein muss, wir haben noch andere Ligen, da müssen wir jetzt nicht schauen, das sprengt den Rahmen ein bisschen. Aber wir haben hier auch noch einen Rüdiger, gleicher Verein, die Karte... Da muss ich auch nicht viel zu sagen, die ist wirklich insane, also spielt sich wirklich richtig gut. Ich gucke mal gerade, was der Preis für einen Rüdiger ist in der normalen Version, 97.000 zum aktuellen Zeitpunkt. Und ich denke, das ist auch eine Karte, wenn man es ganz objektiv betrachtet, steht sie ihm... Ja, natürlich haben wir hier einen Balance- und Beweglichkeitsversatz und auch der Antritt ist ein bisschen schlechter, aber overall macht man, also... Man braucht keinen Alaba zu der aktuellen Zeit. Die sind dann ohnehin nach so 2-3 Monaten vielleicht wieder outdated, aber das ist ja mit vielen Karten so. Bis zu einem Totti. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt
die SBC-Lösung an. In der ersten sind wir schon drin. Real Madrid ist das Ganze. Und hier haben wir folgende Bedingung, dass wir einen Real Madrid-Spieler benötigen. Eine Teamgesamtbewertung von 84. Wir brauchen mindestens einen Spieler mit einer Bewertung von 86 plus. Haben wir drin. Und 11 Spieler. Wie es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt snipen. Ihr könnt alles 1:1 nachkaufen. Ihr benötigt dafür keine Positionswechselkarte und Loyalität gibt es ja ohnehin in FIFA 23 nicht mehr. Ich würde sagen, wir legen endlich los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC gelöst. Ihr müsst dann eigentlich nur noch die Spieler hier in die Startelf rücken. Das ist auch völlig egal, wie ihr das macht. Da könnt ihr auch den Gosens hier in den Sturm setzen und den Fabianski auf ZOM-Position. Das ist vollkommen egal. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Da brauchen wir ja gar keine extra Chemie. Finde ich ganz hilfreich. Macht das eigentlich sogar noch ein bisschen einfacher. Auch die Preise von den einzelnen Spielern, die sind tatsächlich dann auch überschaubar, weil es völlig egal ist, wie viele Keeper du hier reinpackst, Hauptsache das Rating stimmt. Und damit haben wir die erste SBC gelöst. Dafür müssen wir ca. 26.000 Coins bezahlen. Jetzt wird es ein bisschen teurer natürlich. Die Anforderung dementsprechend auch höher. La Liga ist hier die SBC und da brauchen wir natürlich einen La Liga-Spieler, einen Team of the Week-Spieler. Dort habe ich den Jason Mount genommen. Ich glaube, so müsste er heißen. Mason Mount, nicht Jason. Okay. Teamgesamtbewertung 85 und auch hier natürlich 11 Spieler. Ihr könnt die Spieler schon sehen und ich würde sagen, auch hier gehe ich einmal stillschweigend durch. Let's go. Und damit haben wir auch die zweite SBC gelöst. Der Preis für die zweite SBC beläuft sich auf ca. 55.000 Coins. Das erspare ich euch jetzt hier, dass ich alles nochmal hier oben reinrücke. Das passt, vertraut mir. Wichtig ist, kauft den richtigen Mason Mount und nicht die normale Goldkarte. Dann seid ihr nachher natürlich ein bisschen enttäuscht, wenn das dann nicht funktioniert. Okay, dritte SBC, Topform. Und haben wir folgende Bedingungen. Hier brauchen wir schon wieder einen Team of the Week Spieler. Teamgesamtbewertung 86 und hier wieder 11 Spieler. Und auch hier gehe ich einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die dritte SBC abgeschlossen. Wir bezahlen dafür ca. 86.000 Coins. Und somit kommen wir nun zum Abschluss von der David Alaba SBC. Und es ist eine 87er Gesamtteam SBC, so nennt sie sich. Und hier brauchen wir mindestens einen Spieler mit einer Bewertung von 88. Teamgesamtbewertung 87 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal und zum letzten Mal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die letzte SBC erfolgreich abgeschlossen. Zum Preis bei der letzten SBC ca. 126.000
1000 Coins und ihr habt dann, wenn ihr alles abgeschlossen habt, eine Auswahl. Es kommt dann wie so ein Player-Pick, müsst ihr euch das dann vorstellen. Kommt dann einfach und dann habt ihr eine Auswahl zwischen dem einen Alaba mit ein bisschen mehr Dev und dem anderen mit ein bisschen mehr Physis. Ihr könnt euch ja für einen entscheiden. Ich habe euch ja meine Meinung, also meine persönliche Einschätzung ja schon mitgeteilt. Ich würde den mit mehr Physis nehmen und dann ihm Anchor geben. Dann ist er nochmal ein bisschen schneller. Ohnehin wird dann nochmal sein Dev-Wert und die Physis im Allgemeinen gepusht und ja, vom Laufstil, da müssen wir nicht großartig drüber reden. Das ist ja allseits bekannt, dass Lengthy momentan, ja, einfach schon deutlich besser ist als die ganzen anderen Laufstile. Das soll es gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Kommentiert gerne, was ihr davon haltet. Vielleicht, ja, ist das eine Must-Have SBC für euch, weil ihr David Alaba, ja, über die Jahre bei Bayern oder allgemein sehr schätzen gelernt habt. Und dann kann ich es verstehen. Sonst, wenn man damit nicht so viel am Hut hat, vielleicht fürs Kartendesign ist natürlich deutlich ansprechender als vielleicht ein Rüdiger in der Gold-Version, aber es gibt ja auch noch die OTW, aber die OTW ist dann auch, glaube ich, wieder deutlich teurer. Gut, 395.000 Coins. Ja, müsst ihr ja für euch entscheiden. Das soll es aber an der Stelle gewesen sein. Gerne liken, gerne kommentieren und falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch gerne kostenfrei abonnieren. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.